Claude-Émile Jean-Baptiste Litre wurde angeblich am 12. Februar 1716 im Dorf Margaux geboren, tief im Herzen des Weinbaugebiets von Bordeaux. Sein Vater und seine Großväter vor ihm waren Hersteller von Weinflaschen und lieferten die Glasgefäße, die den boomenden Weinhandel in Bordeaux seit den 1620er Jahren ermöglichten. Da er in der Welt der Glasherstellung und der Weinabfüllung aufwuchs, war der junge Litre von Geburt an mit der Lagerung und Messung von Flüssigkeiten vertraut. Dieser frühe Kontakt mit den Eigenschaften von Glas und den Herausforderungen, die mit der Aufbewahrung fester Flüssigkeitsvolumina verbunden sind, beeinflusste zweifellos Litres spätere Pionierarbeit an standardisierten und kalibrierten Glaswaren. Schon in jungen Jahren zeigte Litre ein Talent für Mathematik. So wurde er mit 16 Jahren in den Norden geschickt, um in Paris bei dem bedeutenden Mathematiker und Physiker Pierre de Maupertuis zu studieren. Maupertuis nahm Litre unter seine Fittiche und vermittelte ihm die Grundlagen der Wissenschaften, die sein Lebenswerk prägen sollten. In den 1730er Jahren fand in wissenschaftlichen Kreisen eine große Debatte statt, in der die Theorien von Isaac Newton gegen die traditionellen französischen Lehrmeinungen antraten. Newton vertrat die Ansicht, dass die Erde keine perfekte Kugel sei, sondern sich aufgrund der Zentrifugalkräfte ihrer Rotation am Äquator nach außen wölbe und an den Polen abflache. Die Französische Akademie der Wissenschaften hingegen hielt an der traditionellen Auffassung einer perfekten kugelförmigen Erde fest. Um die Angelegenheit ein für allemal zu klären, finanzierte die Akademie 2 geodätische Expeditionen, um die Krümmung der Erdoberfläche am Äquator und im hohen Norden genau zu messen. Im Jahr 1735 leitete der große französische Geograph Charles-Marie de la Condamine eine Expedition nach Peru. Im folgenden Jahr führte Maupertuis eine konkurrierende Mission in den hohen Norden Schwedisch-Lapplands oberhalb des Polarkreises. Maupertuis lud seinen brillanten jungen Studenten Litre ein, als sein Assistent an der Lappland-Expedition teilzunehmen. Für den 20-jährigen Litre war es eine große Ehre, an diesem geschichtsträchtigen wissenschaftlichen Unterfangen teilzunehmen. In den Weiten Lapplands war die französische Expedition bei ihren Messungen auf die Unterstützung schwedischer Wissenschaftler und Beamter angewiesen. Die Schlüsselfigur war Anders Celsius, Professor für Astronomie an der Universität von Uppsala. Celsius fungierte als Vertreter der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften und schloss sich der Gruppe von Maupertuis an, um als Verbindungsmann zu den schwedischen Behörden zu fungieren. Während dieser Expedition wurden Litre und Celsius schnell Freunde. Celsius' Leidenschaft für Präzisionsmessungen und seine Pionierarbeit an der Celsius-Temperaturskala hinterließen bei dem jungen Litre einen bleibenden Eindruck. Diese Begegnung gab Litre den entscheidenden Anstoß für eine Karriere im Bereich der Herstellung fein kalibrierter wissenschaftlicher Instrumente. Da die Messwerte aus Lappland-Newtons Theorie einer abgeflachten Kugelgestalt der Erde bestätigten, wurde die Expedition als Triumph gefeiert. Doch nach seiner Rückkehr nach Frankreich im Jahr 1737 wird Litres Leben von Geheimnissen und Mutmaßungen überschattet. Vermutlich kehrte er nach Paris zurück, um sein Unternehmen für wissenschaftliche Instrumente zu gründen, aber es gibt keine eindeutigen Beweise. Die glaubwürdigste Darstellung besagt, dass er seine Werkstatt um 1740 einrichtete. Über die nächsten 15 Jahre in Litres Leben gibt es jedoch nur wenige und widersprüchliche Angaben. Einem verlockenden Bericht zufolge besuchte Litre Neufrankreich, um dort nach dem Vorbild der Lappland-Mission Messexperimente durchzuführen. Anderen Berichten zufolge war er in dieser Zeit zu Hause in Bordeaux und verfeinerte seine Glasherstellungstechniken. Was auch immer er in jenen Jahren gemacht hat, für Historiker gibt es nur wenige konkrete Fakten, auf die sie sich stützen können. Im Jahr 1751 gab es handfeste Beweise dafür, dass Litre sich als renommierter wissenschaftlicher Instrumentenbauer etabliert hatte.
In jenem September hielt der prominente französische Chemiker Guillaume Rouelle einen bahnbrechenden öffentlichen Vortrag über chemische Methodik, in dem er Litres Beiträge durch die Vorführung einer ganzen Reihe seiner Messgeräte hervorhob. Diese öffentlichkeitswirksame Vorführung führte dazu, dass sich die Bestellungen für Litres Instrumente scheinbar über Nacht vervierfachten. In den 1750er Jahren beherrschte Litre den Markt für chemische Geräte in ganz Europa. Seine Zylinder, Fläschchen und Büretten setzten den Standard für Genauigkeit und Handwerkskunst und wurden von Chemikern auf dem ganzen Kontinent sehnlichst erwartet. 1763 veröffentlichte Litre sein Hauptwerk Étude volumétrique, das rasch ins Englische und Deutsche übersetzt wurde. In diesem Werk schlug Litre vor, Volumeneinheiten auf der Grundlage einer festen Masse einer Standardflüssigkeit wie Quecksilber zu definieren. Dies war ein konzeptioneller Vorläufer des metrischen Systems, das vorschlug, Messungen auf der Grundlage unveränderlicher physikalischer Phänomene und nicht auf der Grundlage willkürlicher und variabler Bezugspunkte zu standardisieren. Litres enger Freund, der bahnbrechende englische Chemiker Joseph Priestley, lobte ihn in seinem Vorwort zur englischen Übersetzung als ein Modell der rationalen Wissenschaft der Aufklärung. Bis 1765 war Litres Ruf gefestigt. Nachdem er durch sein florierendes Instrumentengeschäft reich geworden war, überließ er nun das Tagesgeschäft seinen Managern. So konnte sich Litre voll und ganz auf seine wahre Leidenschaft konzentrieren, die Präzisionskalibrierung von Glasgeräten für volumetrische Messungen. Litre war unübertroffen, wenn es darum ging, Glas nach genauen Spezifikationen zu fertigen. Seine Zylinder wichen im Innendurchmesser von oben nach unten um weniger als 0,1 ab, eine erstaunliche Konstante für die Verhältnisse des 18. Jahrhunderts. Die feinen, in seine Zylinder geätzten Skalen gaben das Volumen in winzigen Schritten auf Hundertstel oder Tausendstel einer Einheit an. Die Genauigkeit und Kunstfertigkeit der Instrumente von Litre beeindruckten Chemiker in ganz Europa. Zu Ehren seiner Beiträge verlieh die Royal Society in London Litre 1765 eine besondere Goldmedaille. Während seines Besuchs zur Entgegennahme der prestigeträchtigen Auszeichnung schenkte Litre der Gesellschaft großzügig eine Reihe seiner charakteristischen Messzylinder aus Glas. Tragischerweise überlebten diese unbezahlbaren Artefakte den Zahn der Zeit und unvorsichtige Wissenschaftler nicht. Im Jahr 1812 zerstörte der bedeutende britische Chemiker Sir Humphry Davy die Zylinder von Litre im Zuge riskanter Experimente zur Synthese von Stickstofftrichlorid. Dies war ein bedauerlicher Verlust für die Wissenschaftsgeschichte. Trotz der Ehrungen und des Beifalls im Ausland blieb Litre die Anerkennung in seinem Heimatland Frankreich versagt. Obwohl er in ganz Europa berühmt war, wurde er nie in die renommierte französische Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Es kursierten Gerüchte, dass der hochmütige Aristokrat Antoine Lavoisier Litres Nominierung anschwärzte, um einem einfachen Händler den Titel zu verweigern. Doch der bescheidene Litre protestierte nicht dagegen, dass er für diese offizielle Anerkennung durch das wissenschaftliche Establishment übergangen wurde. Nach allem, was man hört, war er ein gelassener Mann, der nicht zur Selbstdarstellung oder zu Streitigkeiten über seinen Status neigte. Diese friedliche Einstellung kam Litre zugute, als seine Instrumente ihn in verschiedene Patentstreitigkeiten verwickelten. Als Litres Zylinder berühmt wurden, tauchten Nachahmer in Deutschland, Venedig und Böhmen auf, die versuchten, von seinen Innovationen zu profitieren. Doch Litre ließ sich nicht in erbitterte Rivalitäten mit diesen Nachahmern verwickeln, sondern konzentrierte sich auf die Perfektionierung seines Handwerks. Litres ruhiges Leben fand im August 1778 ein jähes Ende, als eine Cholera-Epidemie in Paris ausbrach. Litre war gerade 62 Jahre alt, als er der Epidemie rasch erlag. In den Wirren der Epidemie wurden seine sterblichen Überreste aus Paris verbracht und in Übersee beigesetzt. Später tauchte in Kanada ein Grabstein auf dem ein gereimtes Epitaph eingraviert war, das an den berühmten Claude Jean-Baptiste
und seine Erfindung des Liters erinnerte. Trotz seines tragischen Abbruchs legte Littre mit seiner Arbeit den Grundstein für die Formalisierung des metrischen Systems nach der Französischen Revolution. Sein Freund Antoine de Fourcroy setzte sich dafür ein, Littre zu ehren, indem er den Namen Liter als Bezeichnung für die metrische Volumeneinheit annahm. Antoine de Fourcroy hatte in seiner Jugend als Glasbläserlehrling bei Littre gelernt und war sich daher der Schuld bewusst, die er Littre für seine bahnbrechenden Messungen auferlegt hatte. Mit der Einführung des metrischen Systems im Jahr 1795 wurde Littres Vision von standardisierten, reproduzierbaren Volumeneinheiten auf der Grundlage physikalischer Konstanten Wirklichkeit. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Claude-Émile Jean-Baptiste Littre eine Schlüsselfigur bei der Entwicklung präziser volumetrischer Messungen in der Chemie des 18. Jahrhunderts war. Ein weiterer lustiger Fakt über ihn ist dieser: Er hat nie existiert. Das stimmt. Die gesamte Lebensgeschichte, die du bisher in diesem Video gehört hast, ist frei erfunden. Genauer gesagt wurde diese Geschichte von einem kreativen kanadischen Chemiker namens Ken Woolner in einem ausgeklügelten Aprilscherz erfunden. Im April 1978 veröffentlichte Woolner in einem Newsletter für Chemielehrer mit dem Namen Chem 30 News eine ausführliche Parodie-Biografie von Littre. Der Artikel war in einem seriösen akademischen Ton geschrieben und mit Fußnoten versehen, die historische Quellen zitierten. Laut Woolner war er jedoch reine Fiktion, die eines Nachts unter dem Einfluss von Whisky geschrieben wurde. Ich werde hier einen kurzen Abstecher machen, um einige wichtige Hintergrundinformationen zu liefern. In der Welt der Wissenschaft und des Messens gibt es strenge Konventionen, wie Einheiten abgekürzt werden. Das internationale Einheitensystem ist der moderne Rahmen, der die metrischen Einheiten weltweit standardisiert hat. Dieses System schreibt vor, dass Einheitensymbole in der Regel klein geschrieben werden sollten. Meter ist M, Sekunden ist S und so weiter. Es gibt jedoch seltene Ausnahmen, wenn eine Einheit nach einem Wissenschaftler benannt ist. Nehmen wir das Coulombsche Gesetz, die Gleichung zur Beschreibung der elektrostatischen Kraft. Die Einheit der elektrischen Ladung in diesem Gesetz wird mit einem großen C abgekürzt, für Coulomb. Einheiten, die nach Personen benannt sind, werden also mit Großbuchstaben dargestellt. Dies bringt uns zu dem merkwürdigen Fall des Liters. Die metrische Volumeneinheit Liter wird mit einem großen L abgekürzt. Aber es gab keinen Wissenschaftler namens Liter, nach dem sie benannt wurde. Warum also der Großbuchstabe? Der Grund dafür geht auf die 1970er Jahre zurück. Damals schlugen einige Chemiker vor, das Symbol in Groß L statt in Kleinbuchstaben zu ändern, um Verwechslungen zwischen dem Buchstaben klein l und der Zahl 1 zu vermeiden. Aber das würde gegen die Konvention verstoßen, ein großes L ohne den gleichnamigen Wissenschaftler zu verwenden. Da die Maßeinheit Liter mit einem großen L abgekürzt wird, wurde Litre erfunden, um die Benennung der Maßeinheit nach einem Wissenschaftler zu rechtfertigen, wie es der Konvention entspricht. Die Details von Litres Leben stimmten auf plausible Weise mit den tatsächlichen Ereignissen und Personen des 18. Jahrhunderts überein. Woolner ließ absichtlich eine 15-jährige Lücke in Litres Biografie offen, die andere kreativ ausfüllen konnten. Und tatsächlich, nachdem der gefälschte Artikel in Fachzeitschriften für Chemieunterricht abgedruckt worden war, erhielt Woolner Fanbriefe, in denen er weitere gefälschte Details über Litres angebliches Leben beisteuerte. Bedeutende Chemiker schlossen sich der Sache an und untermauerten Litres Glaubwürdigkeit als bedeutender Wissenschaftler der Aufklärung. Der Witz nahm richtig Fahrt auf, als eine gekürzte Version der Geschichte 1980 in einer Ausgabe der Zeitschrift Chemistry International erschien. Ohne die witzigen Illustrationen und Bildunterschriften, die auf den parodistischen Charakter des Artikels hinwiesen, stellte diese Version Litre als wörtliche Tatsache dar. Sie enthielt sogar eine redaktionelle Notiz, in der man sich dafür entschuldigte, dass man den Schwindel nicht früher erkannt hatte.
Natürlich brachte Cam 13 News später einen Folgeartikel, der den Scherz hinter Littres Biografie aufdeckte. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte Littre bereits ein Eigenleben entwickelt. Enthusiastische Leser wollten an die historische Realität dieser Figur glauben. Littre wurde in Büchern und Radiosendungen besprochen, in denen seine Biografie als Wahrheit dargestellt wurde, was den Urheber des Scherzes zu entrüsteten Erklärungen zwang. Letztendlich nahm Woolner die Verbreitung seines falschen Wissenschaftlers als Kompliment. Claude Littres weit verbreitete Anziehungskraft zeigte die Macht und Anziehungskraft einer überzeugenden Herkunftsgeschichte. Selbst gelehrte Experten fielen auf Littre herein, weil sie sich wünschten, dass er auf irgendeiner Ebene echt wäre. Woolner forderte die Leser auf, den Witz fortzusetzen und Biografien für andere fiktive Wissenschaftler zu verfassen. Das war eine Folge von Wissen und Chill. Ich bin Konstantin. Und ich bin Isabel. Bis zum nächsten Mal.